Fröhliches Fummeln, ihr Lieben! Ich bin Caro von Caros Fummelei und ich habe heute 12 richtig coole Geschenkideen für euch, für Strickerinnen oder Häklerinnen. Ihr kennt das bestimmt. Ihr habt Geburtstag oder es ist Weihnachten und irgendwer fragt euch, was ihr euch eigentlich wünscht und ihr überlegt und euch fällt eigentlich nicht so richtig was ein und dann tauchen halt so die typischen schrecklichen Geschenkideen auf, die irgendwie was mit der Küche oder der Wohnung oder dem Haushalt zu tun haben. Und eigentlich ist das ja ziemlich ätzend, denn man will ja auch mal was geschenkt bekommen, was man cool findet und woran man Spaß hat. Deshalb ist dieses Video hier nicht nur für euch gedacht, wenn ihr selbst strickt und überlegt, was ihr euch schenken lassen könnt, sondern tatsächlich auch der Wink mit dem Zaunpfahl für alle Ehemänner und Freunde und Bekannten, Verwandten, die euch danach fragen, was ihr euch wünscht und die vielleicht so gar keine Idee haben, weil sie sich gar nicht vorstellen können, wie das so ist, so ein Hobby zu haben und zu stricken oder zu häkeln. Nutzt einfach den Link hier unten, könnt ihr auf Teilen drücken unter dem Video, dann bekommt ihr da einen Link und könnt das an alle möglichen Leute einfach weiterschicken, per WhatsApp, per E-Mail, per Nachricht und dann können die sich auch das Video angucken und wissen dann, was ihr euch schenken könnt und dann werden es wenigstens coole Geschenke und nicht irgendein Blödsinn. Die erste Idee, die ich euch hier zeigen will, ist dieser Craft Cube. Den habe ich mir bei Etsy bestellt, nachdem ich den bei einem Kollegen hier bei Kümer Tutorials auf dem Kanal gesehen habe und auch vorher schon ein paar Mal gesehen hatte. Und da habe ich gedacht, ich bestelle mir das Ding jetzt einfach mal und probiere das aus. Was kann man damit machen? Man hat hier einmal so einen Kasten und hier unten kann man sehen, wenn ich das so kippe, dass man da Wolle reinlegen kann. Also für so ein kleines Projekt, so ein Sockenstrickprojekt oder für was Kleines für Kinder reicht das aus. Da kann man seine Projekte reinpacken. Hier kann man da das Garn durchfädeln, dann kann man das so wie so eine Garnschale benutzen. Es hat ganz viele Funktionen. Hier hinten haben wir einmal ein Maß für Stricknadelstärken. Hier ist noch ein Maschenprobenmaß dran. Dann hat man hier vorne ganz viele Möglichkeiten, Nadeln reinzustellen oder auch eine Schere. Ich habe mir hier noch so eine Reihenzählerkette dran gebammelt. Das kann man damit alles machen. Hier unten ist auch noch eine Fläche mit Löchern, da kann man Granny Squares spannen. Also cooles Teil mit ganz vielen Funktionen, ist wahrscheinlich nichts, was man sich als Strickerin selber so gönnen würde, deshalb ein super Geschenk. Geliefert wird das übrigens so klein hier und man baut sich das dann einfach zusammen. Ich verlinke euch alle Ideen, die ich hier zeige, einmal unten in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar, auch mit dem Preis, dann wisst ihr ungefähr, was das kostet und könnt euch, falls ihr jemanden beschenken wollt, raussuchen, was euer Budget ist. Als zweites habe ich was für euch, was wieder in die Kategorie Ordnung irgendwie fällt, aber nicht Haushalt, sondern Stricknadel- und Häkelnadelordnung. Und zwar die neue Multi-Bag von Addi. Ich arbeite ja für Addi, also muss ich das Produkt ja toll finden, aber ich finde es auch wirklich toll und ich habe da jetzt wirklich meine ganzen Nadeln drin und habe es auch schon mit transportiert, hatte es schon mit im Urlaub, habe schon nur Stückchen davon benutzt. Das Coole ist nämlich, die ist so aufgerollt, die Tasche, und in Modulen aufgebaut. Das heißt, ihr könnt die so auseinandernehmen, auseinanderrollen. Die hat insgesamt 4 Module und dann kann man die hier so einfach mit einem Klettverschluss abkletten und kann sich davon nur einzelne Teile mitnehmen. Ich zeige euch mal, wie das jetzt hier einmal von innen aussieht. Man hat hier noch so eine Klappe, die kann man auch umklappen. Und da sehe ich jetzt meine ganzen Nadeln, die ich in dem Modul hier drin habe. Das Coole ist, dass ich das Ganze auch andersrum aufwickeln kann. Und dann sehe ich auf den ersten Blick, wo welche Nadeln sind. Ich finde es super cool, auch vor allem das erste Teilchen hier. Da habe ich nämlich immer so ein paar Vernähnadeln drin, so eine Minischere und ja, alles, was man so mal eben braucht. Und auch das kleine Teil kann man sich einzeln einfach so zusammenrollen und mitnehmen, wenn man will. Also eine super Nadeltasche, finde ich cool. Die Multibag ist etwas, was ich eventuell, aber nur ganz eventuell zu Weihnachten verschenke. Mal schauen. Geschenkidee Nummer 3 ist auch wieder was von Addi, das ich euch aber auch zeige, weil ich es wirklich persönlich richtig, richtig cool finde. Und nicht, weil ich einfach nur langweilige Schleichwerbung machen will, sondern es ist echt ein richtig cooles Produkt. Vor allem, wenn ihr kleine Kinder habt oder auch ältere Menschen, die ihr vielleicht pflegt, aber die noch ganz fit sind. Oder auch irgendwie demente Menschen, mit denen ihr zu tun habt oder irgendwie anders eingeschränkte Personen. Dafür ist das ein super, super Teil und zwar die Addi Express. Das hier ist die kleine Maschine. Ich zeige euch auch gleich noch den Karton von der großen Maschine. Das ist jetzt schon ein bisschen größere Investition, also die kosten relativ viel. Die kauft man eigentlich nicht einfach so, aber als Weihnachtsgeschenk finde ich das eine richtig gute Idee. Man kann mit so einer Addi Express innerhalb von einer halben Stunde eine Mütze kurbeln und muss überhaupt nicht stricken können. Wenn ihr ein bisschen stricken könnt und ja, euren Kindern und Enkelkindern und wem auch immer ein bisschen zur Seite steht, dann kriegen die das hin, sich so eine Mütze zu kurbeln. Mit meinem 3-Jährigen habe ich innerhalb von 30 Minuten eine Mütze gekurbelt.
ging super. Das wäre dann die große Maschine, die AliExpress King Size. Mit der könnt ihr dann halt noch größere Objekte machen. Aber wenn euch die zu teuer ist und ihr es erstmal nur ausprobieren wollt, reicht die kleine Maschine auch völlig aus für so kleine Projekte, für Armstulpen und für alle möglichen kleinen Dinge, die man so machen kann. Als nächstes kommen wir zu Strickgeschenk-Tipp Nummer 4, 5 und 6. Das sind Bücher. Bei mir kommen immer Unmengen an Büchern an und alles, was so neu auf dem Markt ist, landet eigentlich irgendwie auf meinem Tisch, dass ich mal einmal drüber gucke, eventuell eine Rezension mache oder es irgendwo zeige. Deshalb weiß ich relativ gut, was da gerade so los ist auf dem Markt, was so für neue Bücher durch die Gegend schwirren. Und ich habe euch mal 3 rausgesucht, die ich persönlich wirklich richtig cool finde und über die man sich dann auch wirklich freut. Als erstes möchte ich euch einmal das hier zeigen. Da ist jetzt einmal so ein bisschen abgerissener Kleber drauf, aber das macht ja nichts. Das ist eine richtig coole Strickmustersammlung vom Frech Verlag. Heißt auch einfach nur Strickmuster. Die Sammlung ist, finde ich, ein super Buch. Kostet 32 €. Bei den Büchern sage ich es euch jetzt hier mal, weil das Festpreise sind, wegen der Buchpreisbindung. Kostet 32 €, ist ein wirklich, wirklich, wirklich schönes Buch. Da sind Unmengen an Mustern drin, ganz einfache, aber auch kompliziertere hier, und man hat da immer eine gute Übersicht über die Muster einmal ausgeschrieben und auch einmal als Strickschrift. Für jeden, der gern und viel strickt und auch gern mal Neues ausprobiert und gern mal eigene Muster nutzt und nicht einfach nur 1:1 nach einer Anleitung strickt, ist das ein super Buch. Für alle, die gern Socken stricken, habe ich jetzt noch mein absolutes Lieblingsbuch, was Sockenstricken angeht. Und zwar Socken ganz einfach stricken von Crazy Sylvie. Ist meiner Meinung nach wirklich, wenn man viele Socken strickt, das absolut beste Buch, weil da einfach alles drin ist. Es geht darin nicht nur um konkrete Modelle, sondern man kann sich die Socken selber zusammenstellen, auch mit verschiedenen Strickmethoden, egal ob man jetzt mit einem Nadelspiel strickt, mit einer Rundstricknadel strickt. Das wird da drin alles erklärt, und was ich besonders cool finde, ist, dass auch sehr auf die Passform eingegangen wird. Das fehlt mir bei ganz, ganz vielen Büchern. Sylvie erklärt hier sehr genau, worauf man da achten muss, welche Spitze für welchen Fußtyp, welche Ferse für welchen Fußtyp geeignet ist. Es gibt ganz viele Links zu Videos von ihr, und man kann sich die Socken dann eigentlich so zusammenstellen, wie man will. Man kann die aber auch einfach komplett so stricken, wie sie hier im Buch erklärt sind. Das Buch ist auch ein Hardcover, wie meistens bei Strickbüchern, und kostet 20 €. Mein Geschenktipp Nummer 6 ist dieses Buch hier von Stroff, und zwar Schnell gestrickt für Groß und Klein. Da sind hauptsächlich Oberteile drin, aber auch Mützen für Erwachsene und für Kinder. Diese Mütze hier aus dem Buch habe ich schon gestrickt, deshalb weiß ich auch, dass die Anleitungen gut sind und dass man die gut nacharbeiten kann. Ich finde es wirklich super. Es gibt immer eine Strickschrift, und das Buch lohnt sich auf jeden Fall für alle, die für Kinder, aber auch für Erwachsene stricken wollen. Preis steht leider nicht drauf, aber ich schreibe es euch unten in die Beschreibung und in den ersten Kommentar. Geschenktipp Nummer 7 ist so eine Strick- und Leselampe hier. Ich benutze die ganz gern abends, wenn ich mal Fernseh gucke, vor allem mit meinem Bonuskind zusammen, und dann ich die große Lampe anhaben will, aber noch irgendwas stricken will oder muss, dann finde ich die wirklich super. Die kann man aufladen, die kann man hier so biegen, kann man sich um den Hals binden. Man kann auch nur eine Seite anmachen, wie man will. Die kann auch in verschiedenen Farbtönen leuchten, also entweder hier so ganz weiß das Licht oder eher so gelblich, und man lädt die dann einfach wieder auf und dann kann man weiter damit stricken. Ich finde es sehr, sehr praktisch und finde es als Geschenk eine super süße Idee. Geschenktipp Nummer 8 ist ein Zoom-Loom oder auch Pin-Loom genannt. Hat jetzt erstmal gar nichts mit dem Stricken zu tun, aber Strickerinnen und Häklerinnen sind ja meistens sehr interessiert auch an anderen Techniken, die irgendwie was mit Wolle zu tun haben. Und meistens haben sie das Problem, dass sie Wollreste haben und die aufheben und irgendwann denken, dass sie mal irgendwann was damit machen. Passiert in der Regel nicht, aber sie haben halt diese Reste, und deswegen finde ich dieses Teil hier total genial. Das ist ein Pin-Loom. Ich habe mir den mal von einer Dame mit 3D-Drucker machen lassen, aber den gibt es auch von der Firma Schacht. Den verlinke ich euch auch unten. Der kostet relativ viel Geld. Es ist aber echt eine coole Sache. Das ist was man sich wahrscheinlich als Strickerin selber nicht gönnt, aber als Geschenk ist das richtig cool. Ihr könnt damit innerhalb von wirklich wenigen Minuten, 4-5 Minuten, so kleine Quadrate machen. Ich habe das mit selbstgesponnener Wolle gemacht. Die werden quasi so wie so kleine Granny Squares, und man kann die dann zusammen häkeln oder zusammen nähen. Ich habe hier, seht ihr da im Regal, auch schon ganz viele davon gemacht und will mir da eigentlich mal so einen Vorhang draus machen. Und
Ich finde es eine richtig coole Sache. Es macht total viel Spaß. Man kann das mal so eben nebenher machen. Man hat hier diese lange Webnadel und das ist so eine ganz spezielle Technik, bei der das rucki-zucki geht. Also man muss da nicht stundenlang irgendwie hin und her weben und braucht da auch keinen Kamm oder so für, sondern man webt einfach in so einer speziellen Technik für den Pinloom. Weil ich oft gefragt werde, was man denn da am Ende draus machen kann. Ja, alles, was man auch mit Granny Squares machen kann, kann man natürlich auch mit den kleinen Loom-Quadraten machen. Wenn euch meine Liste bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch gerne jetzt mal einen Daumen nach oben hier, einmal unten unter dem Video. Auf den Daumen nach oben klicken. Danke. Mein Tipp Nummer 9 ist ein Gutschein. Am besten natürlich von einem lokalen Wollgeschäft vor Ort, denn dann können die Beschenkten gleich nach Weihnachten losflitzen und ihren Gutschein einlösen und sich das aussuchen, was sie gerne hätten. Also, wenn ihr wisst, dass die zu beschenkende Person schon alle möglichen Strick-Häkel-Tools hat, dann ist das wahrscheinlich die beste Lösung, denn dann kann sie sich was aussuchen, er oder sie, sich was aussuchen, was ihr oder ihm super gut gefällt und ja, was fürs nächste Projekt vielleicht gebraucht wird. Meine Empfehlung für ein Geschenk, das nicht ganz so teuer ist, sind Maschenmarkierer oder Reihenzählerketten von Knit Marker Shop auf Etsy. Hier hat man so eine Kette und da sind Zahlen dran und da kann man einfach analog immer weiter zählen beim Stricken und hat hier so Ringe, da sticht man dann die Stricknadel jeweils durch und weiß dann immer, in welcher Reihe man gerade ist. Finde ich super praktisch. Die bieten auch wunderschöne Maschenmarkierer an. Ich habe meine jetzt gerade nicht gefunden, deshalb konnte ich euch die nicht zeigen. Ich habe nur diesen einen hier gefunden. Auch thematisch ganz cool zu Weihnachten mit Lebkuchen, Männchen und so dran. Also wirklich süß, schaut es euch mal an. Und die versenden auch super schnell, also es ist innerhalb von wenigen Tagen da. Mein Geschenktipp Nummer 11 für Strickerinnen und Häklerinnen ist eine funktionierende kleine Schere, die scharf genug ist, um damit zu schneiden. Ich liebe meine kleine schwarze Schere von Katja. Die finde ich einfach super toll. Zum Stricken ist die einfach klasse. Ich habe mal in Thessaloniki, als wir dort waren für ein paar Wochen, mir dieses kleine Ledertäschchen noch gekauft. Da passt die Schere perfekt rein. Finde ich richtig cool. Und ja, so eine scharfe Schere sucht man als Strickerin eigentlich immer. Man muss immer irgendwie mal ein Stück Wolle abschneiden. Und deswegen finde ich, ist das eine super Sache, so eine kleine Schere zu haben. Passend dazu gibt es von Katja für alle, die auch nähen, noch diese große Schere, auch in schwarz. Finde ich auch richtig cool. Die ist auch mega scharf, richtig gut. Und ich finde die einfach cool, weil die schwarz sind und weil ich die einfach viel besser finde, optisch einfach als so eine langweilige silberne Schere. Also ja, die Scheren von Katja. Finde ich super. Und der letzte Tipp für ein Geschenk für Strickerinnen, der auch wieder ein bisschen günstiger ist, ist ein Tipp von meiner liebsten Teststrickerin, und zwar von meiner Mama, mit der ich extra noch telefoniert habe, damit sie mir einen tollen Tipp für euch sagt. Und zwar ist das ein mechanischer Reihenzähler, den man hier so per Klick bedient. Ich habe hier jetzt so ein ganz Billigmodell, den verlinke ich euch nicht. Ich verlinke euch einen besseren, den ich mal meiner Mama geschenkt habe. Aber ich habe jetzt hier nur den zum Zeigen. Man drückt quasi drauf und dann zählt das Ding einfach weiter und ja, man kann da so lange drücken, wie man lustig ist. Die meisten von den Dingern haben hier an der Seite noch so einen kleinen Schalter, dann kann man die feststellen. Jetzt kann man nicht weiter drücken. Wenn man die dann also in der Tasche hat, dann kann es nicht weitergehen. Außerdem ist hier noch so ein langes Band dran, dann kann man sich das um den Kopf hängen und hat es halt immer bei sich und kann einfach mal drauf drücken, wenn man eine Reihe fertig hat. Finde ich eine super Idee. Gefällt mir persönlich auch besser als elektronische Reihenzähler, weil man das einfach in die Tasche stecken kann und es zählt nicht aus Versehen weiter. Ich hoffe, meine Geschenktipps haben euch gefallen und ihr habt was gefunden, was ihr verschenken wollt oder was ihr euch wünschen wollt. Wenn ja, dann jetzt nochmal die Aufforderung, unten einen Daumen nach oben zu hinterlassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Geschenk aussuchen, beim Schenken und beim Fummeln. Bis zum nächsten Mal.